Eine Powerstation, die weniger als 1,4 Kilogramm wiegt. Na klar, das kann jetzt keine riesen Powerstation sein, mit der ihr euer Haus betreiben könnt oder Wasserkocher oder sonst was, aber fürs Arbeiten oder fürs Camping vielleicht eine ganz gute Alternative. Was wir hier haben, ist von Allpowers die S200. Dazu hier ein Solarmodul mit 100 Watt Leistung. Ich checke die Ladezeiten, ich checke die Nutzungszeiten und natürlich auch das Solarpanel. Mit wie viel Watt könnt ihr dann tatsächlich laden? All das jetzt in diesem Video. Los geht's! Dann gucken wir doch mal, was hier drin ist in der Verpackung. Sodele. Ladegerät relativ klein, aber bei der Leistung sicher völlig ausreichend. Da ist sie, die S200 von Allpowers. Ihr habt ein schönes LCD-Display mit einzelnen Parametern, das heißt, die Kapazität wird angezeigt, dann der Inputstrom, Output DC, also Gleichstrom, und Output AC in Watt. Dann habt ihr eine Batterieanzeige in Prozent und wie viele Stunden das Ganze laufen soll. Vorne zwei USB-A-Anschlüsse und hier den 230 Volt Schuko-Stecker bzw. die Schuko-Buchse. Das Schöne ist, ihr habt hier eine reine Sinuswelle. Das heißt, bei empfindlichen Geräten, da werden die Geräte geschützt. Die Verarbeitung ist, würde ich mal sagen, ja, okay. Ja, das ist hier ja so ein bisschen preiswert. Hier diese Lasche für den Verschluss. Hier der Kunststoff, so ein paar Kanten. Das ist jetzt keine herausragende Haptik, aber völlig okay. Gut, auf der Seite gibt es einen Typ C USB-Anschluss, einen DC-In, also zum Laden, und zwei Schalter, wo ihr im Prinzip AC-Out einschaltet oder USB-Out einschaltet. Auf der Seite nichts und oben habt ihr ein Wireless Charging. Kommen wir mal zu den technischen Daten. Ja, die S200 ist super leicht. Das heißt, ihr könnt die wirklich mal im Rucksack oder irgendwo mitnehmen. Das ist eben so eine sehr kleine mobile Powerstation, nicht wie ja, Mitbewerbermodelle, die sehr groß sind, aber natürlich deutlich mehr Leistung haben. Aber für ein ja, autarkes Arbeiten unterwegs ist das natürlich auch ein großer Vorteil. 154 Wattstunden Kapazität habt ihr, in Milliampere-Stunden wären das 41.600 Milliampere-Stunden. Die Dauerleistung gibt der Hersteller mit 200 Watt an und da könnt ihr jetzt natürlich keine großen Sprünge machen. Das heißt jetzt, ja, beim Camping euren Wasserkocher, Mikrowelle oder sonst was könnt ihr damit nicht betreiben. Aber klar, ihr könnt eure Notebooks betreiben, iPhone, Android-Devices laden und so weiter und so fort. Im Inneren arbeiten hier Lithium-Ionen-Batterien und das Ganze ist vollgeladen im Dual-Charging-Betrieb in ungefähr ja, 1,5 Stunden. Dann ladet ihr über AC, also hier über das Netzteil, und USB-C. 1,5 Stunden, absolut okay. Ja, und falls ihr mal für euer Smartphone das Ladegerät vergessen habt, habt ihr hier oben einen Wireless Charging Port. Der wird betrieben mit 5 Volt, klar, und 1 Ampere. Also ihr ladet mit 5 Watt. Schade, 15 Watt wäre besser, also 5 Volt und 3 Ampere. Aber gut, wenn ihr mal wirklich euer Ladekabel vergessen habt, ist das eine schöne Sache. Handy hier rauf und das Ding wird geladen. Dann kommen wir mal zum Solarmodul. Das ist das Ding, sehr leicht, 100 Watt. Und was ich wirklich klasse finde, 100 Watt, das Ding ist echt leicht, gerade mal 3,6 Kilogramm. Dann drehen wir es mal um und dann haben wir hier, wie bei vielen dieser Solarmodule, eine Tasche. Und da haben wir was alles drin. Also zum einen hier bekannt MC4-Stecker. Damit seid ihr eben auch sehr kompatibel mit anderen Powerstations beispielsweise. Der Vorteil an diesen MC4-Steckern ist halt, dass die echt unheimlich sicher sind. Das heißt, es gibt einen Verpolungsschutz und ja, die ratschen so fest ein, dass da nichts passieren kann. Hier habt ihr also einmal MC4 auf einen ganz normalen Ladestecker. Dann habt ihr nochmal ein MC4-Kabel auf einen sogenannten Anderson-Stecker.
Und ihr habt hier nochmal, was ich wirklich gut finde, denn damit habt ihr die Möglichkeit, mit dem Solarmodul wirklich auch mal eine andere Powerstation zu laden. 3 verschiedene Adapterstecker. Und wenn ihr mal mehr Leistung braucht, jetzt entweder hier für die S200 oder für eine andere Powerstation, könnt ihr von den Dingern 3 parallel schalten, also insgesamt dann mit 300 Watt laden oder 300 Watt ziehen. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal mit dem Ding und dem Ding raus, mal sehen, wie das Wetter ist und gucken mal, wie die Ladeleistung so ist und wie sich das anschließen lässt. Los geht's! So, ich habe schöne Sonne abgepasst und jetzt wollen wir mal sehen, was das 100 Watt Solarmodul leistet. Also zum ersten Mal, es ist total leicht und von der Handhabung her, ja, ihr macht das einfach hier auf, kommt dann an euer entsprechendes Adapterkabel ran für die S200 beispielsweise, das war's schon. Und dann nehmt ihr euch das Gegenpart hier raus und gucken mal, wie man das aufmacht. Ganz simpel, per Klett. Und schon könnt ihr das Panel in die Sonne richten. Basti, komm noch mal rum, guck mal, bitte hier einmal. Hier sind die Füße. Einmal so. Und auf der anderen Seite auch. Und schon ist das Ganze ausgerichtet. Dann, ganz simpel, nehmt ihr hier die sogenannten MC4-Stecker und verbindet die hier. Und das Gute ist, das ist komplett verpolungssicher. Das heißt, der passt wirklich nur da rein und der andere passt wirklich nur da rein. Das war es eigentlich schon am elektrischen Anschluss. Und dann habt ihr hier die S200er Powerstation und hier ist der DC-In. Da kommt das rein und jetzt bin ich mal gespannt, was man hier sieht. Also, ich weiß nicht, kann man das gut sehen? 95% Ladung und zwar mit 72 Watt. Also das ist schon ganz gut. Wir haben Ende März, okay, die Sonne scheint, ein bisschen Quellwolken sind davor, 100 Watt leistet es und jetzt schon 73 Watt. Das ist ein guter Wert, 74 Watt. Jetzt schauen wir mal, Basti, vielleicht gehst du mal hier direkt ran und ich stelle mich mal vor das Solarmodul, dass wir diese Zahl hier oben haben. Wir laden jetzt mit 75 Watt und ich stelle mich davor. Wie geht es denn jetzt runter? 12, 10. Genau. Jetzt ein bisschen eine kleine Verschattung. 40 Watt, 45. Und jetzt bin ich ganz weg. 70. Ja, super, wunderbar. Das hat jetzt vielleicht 2 Minuten gedauert, ist kinderleicht. Und ihr könnt das Ding mit knapp 100 Watt, in dem Fall sind es jetzt 75 Watt, ich bin überzeugt, im Mai, Juni, wenn wir einen tollen Sonnentag haben, geht das nah ran an die 100 Watt. Dann schaue ich jetzt mal, was die kleine S200 so alles kann. Fangen wir mal an, hier von der DJI Mavic 3 Akku, Ladegerät, einmal hier rein und den Akku hier oben rein. Dann passiert erstmal nichts, das heißt, ihr müsst hier an der Seite auf den Bereich AC Out länger drücken und dann wird es vorne schon, ja, die eine LED leuchtet dann rot-grün und die Power kommt. Okay, was haben wir hier? Ich höre, dass der Lüfter angeht, aber nicht besonders laut. Die Mavic 3 Batterie wird geladen und er zeigt an, 98% immer noch Kapazität, 1,7 Stunden und mit 63 Watt wird geladen. Wunderbar. Dann hier das iPhone, komplett leer. Da tut sich nichts, mal hier oben ran. Ja, und dann müsste man hier sehen, genau, DC-Output mit 3 Watt. Ja, bis 5 geht's, weil wir haben ja 5 Volt und 1 Ampere. Könnte er bis 5 Watt laden, vielleicht geht er da nochmal hoch, wenn das Handy angesteckt ist. Gut, das sieht schon mal wunderbar aus. 1,6 Stunden. Einmal mit 3 Watt Wireless über den IQ-Standard und einmal hier mit 63 Watt. Dann gucken wir doch mal,
Wir sind unterwegs, irgendwo, wollen was arbeiten, Notebook ist leer. Zack, rein damit. So. Also. Der Rechner selber zeigt Netzbetrieb 91% Laden und die S200 zeigt an 46 Watt, 2,1 Stunden und wir sind immer noch bei 97% Kapazität. Wir haben jetzt also oben die 3 Watt und hier 48 Watt. Klasse wäre jetzt, wenn wir einen zweiten Stecker noch hätten und könnten parallel noch hier laden, aber gut, 200 Watt haben wir auch nur Dauerleistung und 240 Watt im Peak. Das heißt, es wird hier noch nicht knapp. 50 Watt, 53 Watt insgesamt. 154 Wattstunden Kapazität, 200 Watt Dauerleistung und 240 Watt im Peak. Das Ganze bei 1,4 Kilogramm, auch vom Packmaß her total klein. Ja, das ist super. Also ich muss sagen, gut, die Verarbeitung ist jetzt nicht so top. Das ist so eine, ja, befriedigend. Aber für den Einsatz irgendwie, ihr seid Drohnenpiloten und wollt irgendwie unterwegs ein bisschen mehr Kapazität haben, um eure Akkus zu laden, super geeignet. USB-A laden, USB-C oder eben USB-C-Eingang oder eben per 230 Volt Schuko oder ihr seid irgendwo beim Camping mit einem Notebook, müsst was arbeiten, ja, rettet euch auch ein bisschen Zeit, zumal ihr hier mit 100 Watt natürlich eine tolle Möglichkeit habt, noch mehr rauszuholen. Und ihr könnt gleichzeitig laden und entnehmen, also verbrauchen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr einen Daumen hoch oder ein Abo hinterlasst und sage Tschüss, viele Grüße, Tech4Fun.